Morgen. Wir bereiten alles vor zur Abfahrt. Unsere letzte Tour jetzt zurück zum Heimathafen. Noch 43 Kilometer und dann sind wir wieder da, wo wir gestartet sind. Genau. Mit vielen schönen Eindrücken, die wir mitgenommen haben aus den Häfen, die wir noch nicht kannten. Muss ich sagen, Resümee gesehen, es war ein wunderschöner Urlaub. Auf geht's zur letzten Runde. Das Loch mit dem Drehzahlmesser habe ich leider gestern nicht mehr repariert, da hatte ich keine Lust. Das machen wir jetzt in Ruhe in die Klink. Für das bisschen kommen wir mit einem Drehzahlmesser aus. Maschinen starten wir mal. Beide Maschinen laufen. Jetzt warten wir noch auf das Geräusch. Kommt heute nicht. Kommt vom Ufer. Das hat für uns den Vorteil, er drückt uns gleich aufs Wasser, sodass wir gut hier von dem Dicken vorne auch wegkommen. Du kannst jetzt hinten losmachen. So, bin los, lass los. Ja, man sieht, wir werden automatisch rausgedrückt. Ohne dass ich was tue, kommen wir schon in die Gefahrrinne. Wir haben abgelegt, fahren jetzt an der Merle vorbei. Auf nach Hause, ne? Liegen noch viele Boote an der Kade heute Morgen. In Ohr kann man ja auch 2 Nächte mal bleiben. Es ist ja sehr schön, hat ja auch einen Strand und auch nette Lokale. Ja, in die Richtung geht es weiter. Da vorne sieht man schon die Brücke. Bis dahin können wir auch ein bisschen schnell fahren, aber das ist nur ein Katzensprung. Er hat die Haare schön. Ja, Captain, sie sind schön. Auch rasiert will ich aber auch nicht. Das ist egal, ein Seebär ist nie rasiert. Okay. Ja, letzte Tour nach der Klink. Wir sind in Fürth gestartet. Die Sicht ist nicht so gut wie gestern Abend. Der Wind hat auch etwas aufgefrischt. Laut UKW 3 bis 4. Aber wir haben es nur ein Stück bis zur Brücke, das ist überhaupt kein Problem. Wir geben gleich das letzte Mal nochmal Gas bis zum Kettelmeer. 41 Kilometer und dann sind wir in die Klink. Und dann ist unsere Tour ohne größere Zwischenfälle, die wir nicht hätten lösen können, doch gut zu Ende gegangen. Jetzt geht es wieder los! Mit 41 km/h über das Eiselmeer. Parallel zum Frank und Claudia. Jetzt will ich noch mal wissen, jetzt sind wir schon bei 47 km/h, 48. Ja, ein schöner Urlaub geht zu Ende. Jetzt sind wir am Kettelhafen, wo auch die Eisel ankommt. Bei den vielen Tonnen muss man dann schauen, dass man die richtige erwischt, wo man dann auch rein muss. Hier wird fleißig gebaggert, die Fahrrinne etwas vertieft. Das ist hier am Rand auch schon relativ flach. Interessant, wie hier abgepumpt wird. Und da hinten kommt auch schon der nächste. Es verlassen gerade sehr viele Boote die Roggebootschleus. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir jetzt direkt reinfahren können. Wir sind kurz vor der Roggebootschleuse und zeigt rot-grün.
Wir hoffen ja, dass sie jetzt auch für uns gleich grün zeigt. Aber rot-grün bedeutet noch nicht einfahren. Das Tor ist gerade aufgemacht worden und jetzt erwarten wir grün. Jetzt haben wir grün und können direkt reinfahren. Also besser geht es gar nicht. Also wir haben den ganzen Urlaub bei allen Schleusen Glück gehabt, dass wir immer direkt reinfahren konnten. Also das war ein sehr guter Service. Bis auf Richtung Port Zelande. Die Schleuse war leider kaputt. Haben wir aber, wie gesagt, überall Glück gehabt. Das war sehr toll. Das Tor geht direkt hinter uns zu. Vorne kann man durchs Tor gucken. Also der Unterschied in der Schleusung ist nicht groß. Und auf der rechten Seite hin wird auch gebaggert. Also hier wird einiges getan für ein ganz neues Naherholungsgebiet. Ja, der Reiher bewachter Schleusentor. Und es geht auch schon auf. Du hast deinen Captain verloren, da sitzt keiner mehr auf der Brücke. Einmal Bugstrahlruder rechts und dann mit der rechten Maschine gerade ziehen und los geht's. Wenn man denn das Lenkrad in der richtigen Richtung hat. An der Roggebootschleuse wird sich vieles verändern. Die sind überall am Bauen, um Land zu gewinnen. Da drüben stehen auch schon die ersten neuen Chalets. Ob hier irgendwo wieder ein Hafen sein wird, das wissen wir nicht. Es wird gebaggert, Sand aufgeschüttet, Land gewonnen. Auch an der neuen Rewe-Sluice kommen wir sofort rein. Es kommen uns die Boote gerade entgegen, die rausgefahren sind. Und da vorne fahren die ersten Boote rein. Läuft wie geschmiert. Und schon fahren wir in die neue Schleuse ein. Wie ihr seht, habe ich meinen Stock schon parat mit meiner Leine, die ich dann da über den Poller schwingen werde. Manche kämpfen noch mit dem Anlegen. Man sieht, dass hier alles noch nagelneu ist. Und schon verlassen wir die nächste Schleuse. Das war jetzt die letzte Schleuse für diesen Urlaub. Da geht es nach Elburg rein und vor uns ist die Elburger Brücke. Das heißt, unser Ziel ist jetzt nicht mehr weit. Halbe Stunde noch, dann sind wir da. Man hat immer wieder das Gefühl, es passt nicht, aber die Brücke ist ganz schön hoch. Es ist noch reichlich Platz. Die letzten paar Meter noch bis zum Hafen. Wie man sehen kann, sieht man da schon die ersten Verwüstungen von dem furchtbaren Sturm. Da hinten auf den Chalets liegen die Bäume. Oh mein Gott. Hier vorne das Chalet hat es auch erwischt. Ja, alle sind sie mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Das Chalet hat es auch erwischt. Der Hafen selber hat schon wieder alles aufgeräumt. Das Hafenrestaurant. Nach dem Turn haben wir uns wieder eingerichtet und alles ist hier für uns eigentlich wie immer. An unserem Antumstag besuchen uns noch Carola und Lilly. Hallo. Hallo. Und jetzt gibt es Spaghetti Carbonara. Hat sich die Lilly gewünscht. Ja. Genau. Da sind wir direkt einkaufen gefahren und haben die ganzen Zutaten gekauft. Das ist nämlich mein Lieblingsessen.
Okay, dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Lecker. Wir hatten ja noch eine Nacharbeit, den Drehzahlmesser wieder einzubauen, der rausgefallen ist. Der Drehzahlmesser wird ja einfach in die Blende reingedreht und der ist leider rausgefallen. Deckel aufgemacht, Drehzahlmesser wieder reingerät, alles gut. Das erste Grillen für dieses Jahr. War so lange schlechtes Wetter, dass wir nicht grillen konnten. Da war mein Urlaub. Ja, heute ist unser Abschlussabend unseres doch sehr kurzen Urlaubs, nur 3,5 Wochen. Und wir haben aber auch nochmal einen tollen Abend erwischt und sitzen hier bei 25 Grad und haben gerade schön gegrillt mit der Familie und war ein wunderbarer Urlaub und haben einen super Turn gemacht. Ja, dann kann ich mich nur anschließen. Alles ist gut gelaufen. Ein paar kleine technische Probleme, die konnten wir aber lösen und haben fast alle Ziele erreicht in dem Urlaub. War super. Und noch ein paar mehr. Einige neue Häfen erlebt. Genau. Auf ein neues. Ja. Jetzt sind wir wieder froh, dass wir in Nickling sind. Richtig. Genau. Und hoffen auf einen schönen Sommer.